kalt hier, ne? Willkommen vom Nürburgring zum letzten VLN-Lauf für uns dieses Jahr, VLN 9. Wir haben 7:20 Uhr in der Früh. Es ist noch dunkel. Ja, zuallererst, wir haben ja unser VLN 8 Video gestern erst gebracht und ich muss mal kurz ein riesen Dankeschön sagen. Das ist der absolute Hammer. Also krass. Wir haben es gestern Nachmittag ja gepostet und wie viel Zuspruch man da bekommt und so, das ist schon ja, absoluter Wahnsinn. Also krass. Krass. Also wirklich krass. Ich habe heute Morgen, bin so aufgewacht, um 5:40 Uhr geht der Wecker und dann duschen gegangen. Dann guckst du natürlich eben E-Mails und auf einmal siehst du auf einmal für unsere Verhältnisse irgendwie 4.500, 5.000 Aufrufe, 300, 400 Likes, kein negativer Like dabei. Also grundsätzlich kann jeder auch negative Sachen sagen und das ist ja auch völlig okay. Aber dass es mal gar nicht dazu kommt, das ist der Hammer. Ich meine, das ist jetzt nicht unser Ziel, ne? Euch immer nur Videos zu zeigen, wo ich mich aufrege und an allem zweifel und ihr uns versucht aufzubauen, ne? Also das ist echt cool, wie gesagt, aber das war nicht der Plan. Aber das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, bevor wir überhaupt ins Tagesgeschäft eingehen. VLN 9 steht auf dem Plan, es ist mal ein bisschen anders. Wie ihr da unten seht, das schwarze Gold wird schon fleißig aufgezogen. Alle Reifen, die ihr da seht, oder ich fange mal anders an. Wir haben ja den Mike und den Bernd als Kunden dazu gewinnen können, die mit ihren eigenen GT3s, Lamborghini Huracan GT3s, die wir gerade auch auf Evo umbauen, mit uns in die Winter Series bei Endless Summer, bei Markus Gedlich starten und dann nächstes Jahr auf jeden Fall nicht in der VLN mit uns fahren, aber wir werden die beiden Jungs rundum sorglos hoffentlich betreuen in mindestens anderthalb anderen Serien. Dazu aber später mal mehr. Auf dem Hinblick aber für diese Winter Series, die jetzt schon am 14.12. in Ascari beginnt, haben wir mit den Jungs gesagt, komm, wir bauen unser Auto, unseren Wolle, so weit um, dass ihr in dem Spec fahren könnt, wo ihr nächstes Jahr auch zumindest in einer der Rennserien fahrt. Sprich, wir dürfen ja viel tiefer fahren in jede andere Rennserie, wir dürfen mehr Leistung fahren, ein anderes Gewicht fahren und es sind andere Reifen. Obwohl ihr da seht, also diese gelben, alles was mit diesem gelben, wie nennt man das, Dreieck versehen sind, die Reifen, das sind zwar Dunlop-Reifen, aber es ist ein anderer Spec, wie es in einer Serie nächstes Jahr Vorschrift ist. Heiko macht mit den Jungs auch die Abstimmung. Also Heiko wird jetzt gleich die ersten Runden fahren. Wir müssen uns ja auch selber mal anschauen, wie fährt das Auto jetzt mit der wenigeren Standhöhe. Das ändert halt schon viel, weil der Unterboden wird jetzt mal arbeiten. Also das Auto wird deutlich schneller sein. Und also wir haben bestimmt 40, 50 PS mehr Leistung durch den größeren Restriktor. Und stimmen ein sauberes Setup ab. Und dann dürfen die beiden ihre ersten Runden mal drehen, um sich einfach mal so einzugrooven. Und der Heiko wird sich auch ab dem ersten Zeitpunkt heute intensiv darum kümmern, wird die Jungs coachen und. Also es gibt so ein Rundum-Sorgungspaket, sage ich mal. Also wir werden halt den Einsatz machen mit den Jungs, komplett Logistik, meine Jungs, ich und Heiko wird als Fahrercoach sozusagen verurteilt. Nein, er hat da richtig Bock drauf und gerade so, ich sag mal, Amateur- und Gentleman-Fahrer, die sind schon motiviert und wollen auch, dass da einiges gemacht wird und wollen auch sich verbessern und wollen halt auch arbeiten, machen, tun, also auch racen. Und da glaube ich, wir haben da richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Projekt. Heißt aber für uns, es ist ein bisschen stressiger wie sonst. Wir fahren jetzt von 8:30 Uhr bis 14 Uhr diesen Grand Prix Track Day, also keine Nordschleife in dem Spec. Nur Grand Prix Strecke, ist auch nur Grand Prix Strecke heute zu fahren. Dann müssen die Jungs komplett Dämpfer umbauen. Weil wir natürlich auch eine härtere, habe ich vergessen, wir fahren auch viel härtere Federn. Also die Federrate ist viel höher, die Dämpferabstimmung, die Kennlinien sind schon eine ganz andere, da haben wir eine komplett andere Voreinstellung. So, müssen das auf jeden Fall alles umbauen. Wir reißen das Fahrwerk wieder raus, nehmen dann unser VLN-Fahrwerk, müssen die Höhe anpassen und Sturz, Spur. Das ist alles halt ein komplett anderes sozusagen Sprint-Setup. Haben dann von 14 bis 16 Uhr Zeit umzubauen und dann fahren wir, Heiko und ich, fahren Nordschleife. Ja, das ist mal der Freitag. Also es ist ein bisschen mehr los wie sonst. Aber grundsätzlich eine gute Idee, dass wir die ersten Meter mit den Kunden hier schon mal machen können. Und auch selber wissen, bin ich auch ehrlich, und auch selber wissen, wie das Auto in einer vernünftigen Racing-Standhöhe und außerhalb einer VLN-BOP funktioniert, dass wir nicht komplett im Trüben fischen, was ich jetzt auch nicht glaube. Aber ich will es einfach vorbereitet haben. Und die Kunden, ich habe denen das vorgeschlagen, ich sage, hier, habt ihr Bock dazu? Und die haben direkt gesagt, ey, geile Idee, machen wir. Sind wir ein bisschen vorbereitet auf das erste Event in Ascari Ende des Jahres und gut ist. Ja, zum Thema VLN 8, Leistungsverlust.
Was war dran? Kann ich euch sagen. Der Heiko hat jetzt zum Glück direkt das Getriebe mitgenommen. Da hat die Firma Höher extrem schnell wieder reagiert. Also da muss ich auch mal ein großes Lob sagen, diese Firma, das ist so schnell, wie die uns immer supporten können und helfen können. Das ist die Firma, die Getriebe herstellt. Das Getriebe war montags, nachmittags schon da nach VLN. Freitags hat der Heiko es schon wieder, Heiko ist letzte Woche Freitag hier DMV und Youngtimer gefahren, hat er schon wieder im Auto gehabt und hat es wieder mitgebracht, weil Heiko, wie gesagt, die wohnen irgendwie nur 1 Stunde entfernt von Höher, da in Richtung München. Auf jeden Fall, was war dran? Hauptwelle hatte ein Problem, die Hauptwelle. Und dadurch, dass der Schaltpoti freitags schon samstags morgens die Probleme gemacht hat und ich anscheinend 3-4 Mal nur in Zwischengang gekommen bin, sind Gangräder leider beschädigt worden, die Hauptwelle ist beschädigt worden und musste halt leider repariert werden, funktioniert jetzt auch. Leistungsverlust ganz krass, obwohl, wie gesagt, wir die Daten rauf und runter geguckt haben, auch die Daten zum Lambo geschickt haben. Man kann es nicht erkennen oder man konnte es nicht erkennen, weil die Werte, die Sollwerte waren alles okay. Lambda-Sonnenbank kaputt. Siehst du normal in jeder Datenaufzeichnung, dass die Lambda-Sonde nachregelt oder dass die Lambda-Sonde nicht regelt, dass der Wert nicht sein soll, wie es sein soll? War es nicht. Wir haben uns den Teufel gesucht, Daten waren okay, Lambo hat gesagt, ey, eure Daten seid okay, da ist alles gut. Tja, was soll ich sagen, wir haben das Auto im Prüfstand gestellt, hatten nach mehreren Messungen, das war ja auch das, was wir hatten, also umso wärmer der wurde, der Wagen, und umso öfters du beschleunigt hast auf dem Prüfstand, hatten wir teilweise bis zu 23, 24 PS zu wenig und halt das Drehmoment gerade so ab 4000 war halt irgendwie so, keine Ahnung, auch also im Peak, sage ich mal, zwar nur 16, 18 Newtonmeter, das ist jetzt gar nicht viel, aber ja, Lambda-Sonnen getauscht, bam, gleiche Leistung wie damals im April, wo wir das Video gemacht haben, wie viel Leistung hat unser Bolle. Haben wir auch dazugelernt, sage ich mal so. Lambo aber auch, weil wir haben Lambo dann gesagt, ey, wir schicken euch die Daten. Ich meine, der Dennis ist ja nicht doof, ne? Der Dennis kennt das Auto innen auswendig, der Dennis Garte. Der hat auch keine Fehler gefunden und Lambo sagt, dann, wir würden jetzt mal schauen, woran das liegen kann, dass die Ausgabe falsch ist im Kanal, sage ich jetzt mal. Das ist ein bisschen technisch, aber gut. 200 € Elektrikfehler, mehr oder weniger. Das Schlagen vorne, was war's? Wir haben vorne, zeige ich dir nachher mal im Auto, wir gehen nachher mal ins Auto, du blendest das jetzt gleich einfach ein. Ne? Ja. Von der Servo, der Behälter oben, von der Hydraulik, der hat sich gelöst und ist immer gegen die Bordwand geschlagen. Und das ist halt so ein richtiges 5-6 Kilo Teil und das vibriert halt im ganzen Auto. Kommst du da drauf? Das war zum Glück. Also was heißt zum Glück? Wenn der abgerissen wäre, wäre es auch ein Desaster geworden. Aber es ist nicht an irgendwelchen Teilen gewesen, das war nichts lose oder an Radsachen, sondern oben an der Spritzwand ist der immer gegen die Karre gelaufen. VLN 9, wir hoffen einfach jetzt, dass wir... Ich meine, wie gesagt, die Saison ist für uns leider ich muss es wirklich sagen, im Arsch. Die Rennen waren leider immer Katastrophe. Wir werden jetzt VLN 9 einfach Spaß haben. Ich meine, wir machen uns auch einen Druck. Ich mache mir einen Druck. Ich will mir auch den Druck machen. Ich komme hier nicht hin, um so ein bisschen im Kreis zu fahren. Wir wollen Performance liefern. Das ist mein eigener und unser eigener Anspruch und das wird auch so bleiben. Aber bevor ich jetzt noch einen Herzinfarkt kriege hier, ja, und nur noch schlechte Laune habe, gerade sonntags, wenn ich dann mal Zeit habe, privat und nur noch mit schlechter Laune rumlaufe, wie die letzten 5 Rennen, habe ich gesagt, Jungs, wir sind froh, dass wir überhaupt was hier machen dürfen, dass wir ein GT3-Auto fahren dürfen, aber wir entschleunigen das jetzt mal. Wir wollen jetzt hier Spaß. Also ich bin ganz entspannt dieses Wochenende, wenn es in die Hose geht, wenn irgendwas passiert. Wir müssen das einfach mal wertschätzen, sage ich mal, dass wir überhaupt hier GT3-Sport machen dürfen und einfach Bock haben. Ich freue mich zu fahren, der Heiko freut sich zu fahren. Die Jungs, glaube ich, freuen sich, wenn wir einfach durchfahren. Und wir setzen das jetzt einfach mal an und dann überlegen wir einfach, was nächstes Jahr passieren kann oder wie wir irgendwas hinkriegen. Aber dieses Rennen, sage ich euch, ich werde keine Gürtelrose oder irgendwas mehr kriegen. Ich will es einfach mal genießen, versuchen. Ich versuche es einfach mal jetzt zu genießen. Und das kommt halt sehr oft zu kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich eigentlich manchmal überlegt, wie geil das hier ist, was wir hier machen dürfen, wie oft wir uns echt, auf Deutsch gesagt, abfacken, weil wir halt echt auch racen wollen. Aber wir können es mit der, wie sagt man, mit der Brechstange können wir es nicht versuchen irgendwie hinzukriegen. Das ist zu gefährlich alles und lasst uns einfach Spaß haben dieses Wochenende. Der darf nie zu kurz kommen, aber das ist mal ganz speziell dieses Wochenende. So, wir haben Fanaktion noch, ne? Fanaktion. Unser Dach
unser Dach und wahrscheinlich auch unser Spoiler dürfen komplett, von mir auch die ganze Karre, wenn hier ganz, also laut YouTube und laut Social Media haben sich echt viele angemeldet, das wäre der Oberhammer. Von mir aus können die überall draufschreiben. Wir haben so viele geile Zuschriften gekriegt, das Auto ist, könnt ihr überall draufschreiben. Solange überall Folie ist und das nicht auf dem Carbon ist, könnt ihr die komplette Karre von mir aus volltexten. Super geil. Der erste hat sich auch schon verewigt, ne? Muss ich ja mal sagen. Gestern Morgen, kannst du gerne gleich mal einblenden, meine Mutter kommt gestern in die Firma und macht größter Fan Mama drauf. Wir schauen, es geht jetzt gleich los. Ja, jetzt habe ich schon eine Viertelstunde erzählt. Okay, gleich geht's los. Das Setup hast du mit Dennis ja schon durchgesprochen, ne? Also, wir fahren jetzt tief, wir fahren ein bisschen härter. Als eins. Ja, stabil. Ja. Hopp, hopp. Ja, zeig.
Wir laufen wieder. Okay, ja, der Grand Prix-Streckentest ist jetzt beendet für uns. Der Heiko hat am Anfang mit dem Setup gearbeitet. Danach ist der Bernd und der Mike das erste Mal ins Auto. Danach haben wir noch mal eine Kleinigkeit geändert. Ist ja auch für uns so ein bisschen Neuland mit der Fahrhöhe und. Aber jetzt muss ich sagen, das Auto ist halt verdammt schnell in der Konfiguration. Das Allerwichtigste, beide Fahrer fühlen sich pudelwohl. Der Bernd ist sogar jetzt noch mal länger gefahren, wie eigentlich geplant, weil er dachte, du, ey, es fühlt sich so geil an, lass mich noch ein bisschen drin. Klar, wir haben jetzt keinen Zeitdruck in dem Sinne. Und ja, die Jungs bauen jetzt um. Obwohl es gibt gerade Pizza, es gibt gerade mal wieder Pizza, deswegen. Aber wir haben jetzt kurz nach 1 und bauen jetzt wieder auf VLN-Spec um. Sprich andere Dämpfer, andere Federn. Dann geht es für uns um 16 Uhr ganz normal weiter. Da werde ich, dadurch, dass ich jetzt natürlich wenig Fahrzeit auch hatte, die letzten Rennen, werde ich jetzt, glaube ich, 5 Runden am Stück draußen bleiben. Dann geht der Heiko noch mal für 3 Runden rein. Wir fahren auf einem alten Reifen. Dunlop möchte das. Das ist noch ein Reifen von einem Reifentest. Den fahren wir heute noch mal. Gebrauchten Reifen, um noch mal Mileage, also Kilometer drauf zu kriegen. Ja, wir freuen uns einfach. Und ja, die ersten Fans haben auch schon unterschrieben. Voll cool. Ich glaube, so 10, 12 Unterschriften würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ein Edding ist ausgelaufen, sagst du, ne? Du hast so weiße Hände. Ja. Wir sehen uns, denke ich mal, nach dem freien Training nochmal mit Eindrücken. Oder? Ja. Hast du es noch im Kopf, was soll ich dir sagen? Wir haben hinten 0,25 Sturz reingesteckt. Zusätzlich noch, ja. Hattest du denn beim Sturz zurückmachen denn auch Spurschirm rausgenommen? rechts, metallisches Klack-Klack. Ja, ich bin hier rausgefahren und dachte mir die ganze Zeit schon so, oh, gibt's doch nicht. Oder als hätten wir 7 Meter Vorspur. So hat sich das angefühlt, weil sobald du von der Last gegangen bist, hat das Auto nicht Ding gemacht.
eingelenkt kurz. Ich denke, hä? Ja. Und eingelenkt, gefühlt in die Richtung gar nicht und in die Richtung. Weil die Hauptbelastung eigentlich lenkt man nicht direkt so auf. Ich sag's euch, ne? Geht angeln am Wochenende. Ohne Witz. Es wird schon wieder so, ne? Wir gehen angeln, Heiko. Wir zwei gehen angeln. Nächstes Jahr, wenn VN ist, jedes Wochenende findet ihr uns an irgendeinem Teich. Ohne Witz, ey. Ja, ja, wir haben Viertel nach 19 Uhr, 19:20 Uhr. Das Training ist vorbei. Wir hatten da 2, 3 Problemchen. Und zwar haben das Auto ja wieder auf VL-Spec umgebaut, hat auch alles soweit funktioniert. Hab dann in der zweiten Runde direkt gemerkt, ey, da stimmt was nicht. Haben im ersten Moment nichts gefunden, haben dann Reifen getauscht. War aber genauso unfahrbar. Es ist ein Uniball ausgeschlagen am Dämpfer hinten. So sieht ein Uniball aus, die Dämpferaufnahme. Und die hat einfach Spiel hier drin. Ne? Das kriegst du mit der Hand gar nicht gemacht, aber das Auto, wie gesagt, hat sich fast um die eigene Achse gedreht beim Anbremsen. Krass, also krass. Wir tauschen jetzt alle 4 nochmal. Man muss dazu sagen, wir sind ja mehr oder weniger mit dem Fahrwerk, haben das mit unserem Auto mitentwickelt und wir haben extra gesagt, wir fahren mal so lange. Also nicht, bis es kaputt geht, aber wir fahren Laufzeit drauf. Ne? Und wir wollten eigentlich, dass dieses Rennen damit fahren, dann hätten wir eine bestimmte Laufzeit drauf gefahren, damit man auch Erfahrung hat. Jetzt haben wir die Erfahrung. Fast schmerzlich gefühlt, aber das ist eigentlich auch komisch, weil das hält eigentlich deutlich länger, wie wir jetzt gedacht haben. Aber kann passieren, aus Sicherheitsgründen tauschen wir jetzt auf allen Dämpfern. Ne, wir tauschen das ganze Fahrwerk. Wir tauschen das ganze Fahrwerk. Wir fahren jetzt mit dem ganzen, wir haben ja ein Ersatzfahrwerk, was ganz Neues, wo alles neu ist, auch die Uniballs, und wir setzen jetzt komplett das neue Fahrwerk ein. Deswegen, die Jungs sind jetzt gleich sind Essen. Ich gehe jetzt auch noch hoch, weil wir Besprechungen machen, was wir alles noch tun. Und dann wird es auch gar nicht so lange dauern, bis die Jungs wieder runterkommen, weil es wird dann noch einiges zu tun sein. Also heute wird es auch wieder länger. Aber Fazit, Kunden sind zufrieden von heute Vormittag, das ist schon mal sehr wichtig. Ich bin wieder unglücklich, sage ich mal jetzt nicht so 100% zufrieden, weil wenn sowas ist, das ist dann halt ärgerlich. Ne? Und du fühlst dich dann auch extrem unsicher. Wird alles jetzt nochmal 100.000 Millionenfach gescheckt, obwohl wir das eigentlich auch jedes Mal zwischen den Rennen tun. Aber ihr seht ja, was passiert. Der Musti baut jetzt schon das Fahrwerk aus und wenn die Jungs dann gleich kommen, geht's einmal rund. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen früh ausgeschlafen sehen zum letzten Rennen dieses Jahr. Ach so, und zeig mal bitte das Dach, das ist der absolute Hammer. Obwohl heute ja gar nicht so viel los ist freitags, das Dach ist voll. Alle Fans, ihr seid der Hammer. So viele Leute, teilweise. Es kam jemand zu meinem Vater und er sagte, du, wo ist denn das Auto? Ich bin extra aus Neuss gekommen, nur zu unterschreiben. Ich wollte unbedingt unterschreiben. Hammerhart, ey, was ihr da alle auf euch nehmt. Ich weiß nicht, das übersteigt auch meine Vorstellungskraft. Das ist zwar positiv gemeint, ja, aber krass, kommt jemand hier hin, extra aus Neuss, das sind auch 150 Kilometer, 180 Kilometer, zum Unterschreiben und ja, vielen Dank. Keine Ahnung, was soll ich damit zu sagen. Ne? Also vielen Dank, das ist krass. Zeig mal kurz, wie voll das schon ist. Wir sind schon am Heckflügel und morgen ist ja eigentlich erst der Tag. Ich habe mir gesagt, ihr könnt überall drauf schreiben. Schreibt von mir aus auf das Silberne, auf das, egal. Schreibt einfach überall drauf. Solange ich noch was sehe beim Fahren, ist mir das alles egal. Bis morgen.